Wenn ihr wissen wollt, auf was ihr beim Spannen eures Werkzeugs achten müsst und warum euch dieser Drehmomentschlüssel dabei die Arbeit erleichtert, dann passt jetzt genau auf. Hi, ich bin der Marc und mit den folgenden Tipps zum Spannen eures Werkzeugs verbessert ihr eure Bearbeitungsergebnisse enorm. Das Entscheidende beim Spannen eures Werkzeugs ist die richtige Spannkraft, die über das Anzugsdrehmoment der Spannmutter eingestellt wird. Die richtigen Anzugsdrehmomente, die entsprechenden Tabellen entnommen werden können, sind dabei abhängig vom Spanndurchmesser eures Werkzeugs und der Werkzeugschnittstelle. Für die ER20-Schnittstelle mit ER-Mini-Spannmutter beispielsweise liegt das maximale Anzugsdrehmoment bei 28 Newtonmeter, wohingegen es bei einer ER25-Werkzeugschnittstelle bei 32 Newtonmeter liegt. Bei der ER16-Mini-Spannmutter liegt es bei nur 24 Newtonmeter. Aber warum ist denn überhaupt das richtige Anzugsdrehmoment so entscheidend? Diese Frage führt uns zu zwei prinzipiellen Fehlern, die ihr machen könnt. Entweder ihr zieht die Spannmutter viel zu fest an oder viel zu leicht. Zieht ihr die Spannmutter zu fest an, kommt es aufgrund der Reibung an den Kontaktflächen dazu, dass die Spannzange nicht nur wie gewünscht zusammengedrückt wird, sondern auch tordiert, was nicht gewünscht ist. Dies führt zu einem Rundlauffehler, einer ungenaueren Bearbeitung und einem höheren Werkzeugverschleiß. Mit jedem Rundlauffehler geht auch immer eine Unwucht einher, die mit der Zeit dazu führt, dass die Lebensdauer eurer Spindellager sich verkürzt. Zieht ihr die Spannmutter zu fest an, kann es auch passieren, dass das Gewinde und die Schlüsselweite schneller verschleißen oder beschädigt werden. Und auch die Spannzange kann beschädigt werden oder ungenauer werden, aber dann müsst ihr die Spannmutter wirklich schon sehr fest anziehen. Zieht ihr die Spannmutter hingegen zu leicht an, kann es passieren, dass sich das Werkzeug bei der Bearbeitung aus der Spannzange zieht oder durchrutscht. Entweder bricht euch dann der Fräser oder es verstellt sich die Z-Höhe eures Werkzeugs, ohne dass ihr es direkt merkt. Euer mühsam gefrästes Werkstück ist dann wahrscheinlich Ausschuss. Aber wie könnt ihr jetzt sicherstellen, dass ihr die Spannmutter mit dem richtigen Anzugsdrehmoment festzieht? Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr habt so viel Erfahrung und Übung, dass ihr einen eingebauten Drehmomentschlüssel im Arm habt, oder ihr berechnet über Hebelarm und Kraft am Hebelende das Drehmoment grob. In den meisten Fällen verschätzt sich hier aber selbst der geübteste Anwender. Wer auf Nummer sicher gehen und sein Gefühl überprüfen möchte, der sollte über den Einsatz eines Drehmomentschlüssels mit entsprechendem Aufsatz für ER-Mini-Spannmutter nachdenken. Denn nur mit einem Drehmomentschlüssel kann man wirklich sicherstellen, dass die Spannmutter mit dem richtigen Anzugsdrehmoment festgezogen wird. Wodurch dann die Spannzange im Konus der Welle mit der Spannmutter der richtigen Kraft zusammengedrückt wird. Und das bei wirklich jedem Werkzeugwechsel. Diese Wiederholgenauigkeit sorgt für gleichbleibend gute Bearbeitungsergebnisse und vermeidet Schäden an der Spindel, am Werkzeug, am Werkstück oder an anderem Zubehör. Ich habe hier so einen Drehmomentschlüssel und möchte euch gerne an dieser flüssigkeitsgekühlten X22 QTC mit 2,2 kW, 230 Volt 4-Pol-Motor und einer HSK C32 IR20 Werkzeugaufnahme diesen einmal demonstrieren. Dazu benötige ich den entsprechenden Drehmoment-Aufsatz für ER-Mini-Spannmuttern. Diesen könnt ihr natürlich auch bei allen manuellen Spindeln und allen automatischen Werkzeugwechselspindeln verwenden. Und diesen Aufsatz bieten wir auch in der Größe ER16 und ER25 an. Was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst den Aufsatz richtig rum auf den Drehmomentschlüssel stecken, bis dieser einrastet. Dann müsst ihr das richtige Drehmoment einstellen für diesen 8 mm Fräser und die ER20 Werkzeugschnittstelle. Müsst ihr dann das Maximaldrehmoment von 28 Newtonmeter einstellen. Das macht ihr hier unten an dem Griff. Den Drehmomentschlüssel verriegeln. Jetzt machen wir als allererstes die Mutter in der Welle, setzen die Spannzange ein. Und spannen das schon mal von Hand vor. Und jetzt kommt der Drehmomentschlüssel zum Einsatz.
und schon ist das Werkzeug gespannt. Achtet auch nach jeder Verwendung darauf, dass ihr den Drehmomentschlüssel auch wieder auf den niedrigsten Skalenwert stellt. Bei diesem Drehmomentschlüssel, der von 10 bis 50 Newtonmeter geht, stelle ich diesen also wieder auf 10 Newtonmeter, damit sich die Feder im Inneren wieder entspannt, da dies auf Dauer sonst dazu führen kann, dass ihr nicht mehr das richtige Drehmoment aufbringen könnt. Aus diesem Grund sollt ihr diesen Drehmomentschlüssel auch nicht zum Lösen des Werkzeugs nehmen, da es sich hier prinzipiell um ein Montagewerkzeug und nicht um ein Demontagewerkzeug handelt. Für die Demontage könnt ihr hier diesen Schlüssel verwenden. Die Tabellen mit den richtigen Anzugsdrehmomenten könnt ihr der Betriebsanleitung der X23 entnehmen und zusätzlich haben wir für euch die maximalen Anzugsdrehmomente auch auf die jeweiligen Schlüssel gelasert sowie auf die Drehmomentenaufsätze. Wer sich für den Drehmomentschlüssel interessiert, kann auch gerne mal bei uns im Shop vorbeischauen. Dort findet ihr die Drehmoment-Aufsätze samt Schlüssel im Bundle und ihr könnt die Aufsätze dort auch einzeln bestellen. Zum Abschluss habe ich noch 2 generelle Tipps für euch zum Spannen eures Werkzeugs. Erstens, sorgt neben dem richtigen Anzugsdrehmoment der Spannmutter auch dafür, dass die Kontaktflächen eurer Spannzange, eurer Spannmutter dem Konus der Welle bzw. der Werkzeugaufnahme vor jedem Werkzeugwechsel immer gut gereinigt werden. Denn schon der kleinste Span kann dazu führen, dass das Werkzeug nicht richtig gespannt wird, was dann zu einem hohen Rundlauffehler führen kann. Und zweitens, achtet darauf, dass der Spannbereich, den ihr mit eurer Spannzange überbrückt, möglichst klein ist. Denn umso genauer könnt ihr das Werkzeug spannen. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch und die Tipps zum Spannen eures Werkzeugs helfen euch dabei, eure Bearbeitungsergebnisse zu verbessern und die Lebensdauer eurer Spindel zu verlängern. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt wie immer gerne in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.